Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Wie auch in den letzten Jahren lehne ich mich dieses Jahr besonders weit aus dem Fenster und werde euch meine Trends des Jahres 2024 präsentieren. Also zumindest meine Vermutung. Die erste Frage ist natürlich, hatte ich überhaupt recht mit den Trends 2023? Schauen wir mal. Preise sinken, sprechen wir gleich noch drüber. Dann kleine Lastenräder. Da gab es definitiv einige, die vorgestellt wurden und die teilweise auch erst dieses Jahr auf den Markt kommen. Aber ja, Enviolo bekommt Konkurrenz. Das ist definitiv so und auch gerade mit dem Trend der kombinierten Motor-Getriebeeinheiten hatte ich recht, habe ich schon angekündigt und da wusste ich noch nicht mal was von der Pinion MGU. Ja, ich kenne die Trends tatsächlich. Hybrid-Lastenräder. Ja, da sind auch einige dazu gekommen und große Hersteller haben ebenfalls auch neue Lastenräder vorgestellt, wie zum Beispiel Cannondale. Also ziemlich gute Bilanz. Aber wie sieht es dieses Jahr aus? Dazu kommen wir gleich, aber jetzt geht es erstmal um den Sponsor des heutigen Videos, nämlich Helden.de. Helden.de bietet Versicherungen an, die transparent, fair und gut eingepreist sind. Und sie bieten einen bunten Blumenstrauß verschiedener Versicherungen, von der Hausratversicherung über diverse Haftpflichtversicherungen bis hin zur, und das ist wahrscheinlich für euch ganz besonders interessant, Fahrrad- und E-Bike-Versicherung. Und das Coole an Helden.de ist, sie haben auch noch einen Community-Gedanken. Denn immer wenn ihr eine Versicherung bei Helden.de abschließt, bekommt ihr einen Heldencode. Und den können dann eure Freunde und Verwandten dafür verwenden, um jedes Jahr einen Monatsbeitrag auf Versicherungen bei Helden.de zu sparen. Und ihr bekommt auch noch was zurück. Und wenn ihr jetzt eine Versicherung bei Helden.de abschließen wollt, dann nutzt gerne mal den Link in der Videobeschreibung oder den Code RBND4. Und damit könnt ihr auch auf eure Versicherung von vornherein einen Monatsbeitrag pro Jahr sparen. Vielen Dank an Helden.de für den Support der Radelbande. Und jetzt starten wir mit Trend Nummer 1. Die Karten werden neu gemischt. Und das ist definitiv kein schöner Trend, aber einer, der durch die Ereignisse in den letzten Jahren unumgänglich ist. Händler und Hersteller melden Insolvenz an. Und da gab es in den letzten Jahren schon einige, teils ziemlich große Insolvenzen. Wenn man zum Beispiel an Van Moof denkt, an Hagen Bikes oder auch das ganze Gewese um die Signa-Gruppe und die damit verbundenen Fahrradhändler und Fahrradhersteller. Die stark gestiegenen Preise, der Nachfrageboom und dann den plötzlichen Abriss der Nachfrage haben dazu geführt, dass Händler und Hersteller zu stark gestiegenen und sehr hohen Preisen eingekauft haben, diese Ware aber nicht wieder losgeworden sind oder zumindest nicht zu den Preisen, wie sie hätten loswerden müssen, um mit einem Profit zu verkaufen. Und das ist jetzt einigen auf die Füße gefallen. Da gab es natürlich einige, die an diese ganze Geschichte sehr blauäugig rangegangen sind. Andere hatten so Goldgräberstimmung und haben sich dann ordentlich vertan. Und wieder andere konnten für diese Situation einfach nichts. Die haben so gut wie möglich gewirtschaftet, aber es hat trotzdem nichts gebracht. Und für die ist es natürlich richtig, richtig traurig. Andere wiederum sind aber sehr bedacht an die ganze Geschichte rangegangen und gehen jetzt gestärkt aus dieser ganzen Situation raus. Ich glaube auch, dass der ganze Lastenradbereich nicht ganz so stark betroffen ist wie der restliche Bereich der Fahrräder und E-Bikes. Und da, wo sich Marktteilnehmer zurückziehen oder zurückziehen müssen, kommen einfach neue, die die Lücke füllen. Und da werden wir, glaube ich, in diesem Jahr einige neue Hersteller sehen und andere eben nicht mehr. Trend Nummer 2 ist, die Preise sinken. Jetzt aber wirklich. In den letzten beiden Trends-Videos 2022 und 2023 habe ich es angekündigt, sinkende Preise. Und viel ist nicht passiert, um ehrlich zu sein. Aber jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Kettler zum Beispiel hat Preise für die Lastenräder gesenkt. Beim Bergamont Hans ELT ist es mir aufgefallen, dass die ordentlich den Preis gesenkt haben. Und einige Hersteller bieten im Direktvertrieb teils stark rabattierte Räder an. Ja, klar, die Ware muss irgendwie raus, die produziert ist. Aber ich denke auch, dass in diesem Jahr die Hersteller daran gehen werden und an den unverbindlichen Preisempfehlungen arbeiten werden, die Preise etwas senken werden. Denn die Produktionskosten, die Energiekosten, die Frachtraten, das ist alles gesunken. Und jetzt ist es an der Zeit, diese gesunkenen Kosten an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Allerdings auch nicht bei allen Bikes. Und da sind wir beim dritten Trend. Die Schere geht auf. Auf der einen Seite Vollintegration, auf der anderen Seite mehr Flexibilität. Vor 2 Jahren sah es noch so aus, als würden alle Hersteller darauf setzen, möglichst viel in den Fahrrädern
in den Teilen zu verstecken. Bloß keine Leitung, die irgendwo rausguckt. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass das gerade bei Utility-Bikes und Alltagsrädern nicht so unbedingt praktisch ist. Da ist ein verstellbarer Lenker wichtiger als ein proprietäres, voll integriertes Teil. Und ein einfach entnehmbarer Akku ist auch wichtiger als ein schön versteckter Akku, der sich eventuell gar nicht entnehmen lässt. Und eine einfache Wartung sollte so ein Alltagsrad eben auch bieten. Das haben jetzt einige Hersteller erkannt und das spiegelt sich auch so ein bisschen in den Preisen wider. Ich denke, dass dieser Trend der Vollintegration gerade bei nicht sportlichen Fahrrädern wieder ein bisschen zurückgefahren wird und wir in diesem Jahr mehr offenere Räder finden werden, allerdings auch ein paar mehr geschlossene. Und das ist Trend Nummer 4. Fahrräder werden zu Fahrzeugen. Dazu passt, dass es jetzt Blinker gibt, die tatsächlich an Fahrrädern verwendet werden dürfen. Stark! Dazu passt auch die Fahrzeugkategorie oder die Fahrradkategorie der Cabin E-Bikes oder Kabinen-Elektrofahrräder. Und damit meine ich nicht Velomobile, die es ja schon recht lange gibt, sondern eher so Konzepte wie das Podbike Frycar oder das Hopper Mobility Bike oder die Fahrräder von Galoppi oder auch diese vielen verschiedenen Schwerlastenräder mit teilweise geschlossenen Kabinen. Das sind alles so Konzepte, die in diesem Jahr wahrscheinlich auf die Straße kommen, die wir immer mehr sehen werden, auch auf den Messen. Da sind, glaube ich, noch wahnsinnig viele Ideen unterwegs. Diese wurden in den letzten Jahren immer noch so ein bisschen belächelt. Ich glaube aber, dass die in diesem Jahr ernster genommen werden und mehr Fahrt aufnehmen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es für die noch ein bisschen an der Infrastruktur hapert. Der 5. Trend: Produktsicherheit wird ernster genommen. Denn das ganze Debakel um Baboo hat gezeigt, da gibt es definitiv noch Aufholbedarf. Das Tolle am Fahrrad ist, dass es längst nicht so durchreguliert ist wie andere Mobilitätsprodukte, wie das Auto zum Beispiel. Aber auch da müssen und sollten gewisse Standards mindestens eingehalten, aber besser noch übertroffen werden, gerade wenn es um den Kindertransport geht. Das ist natürlich dann für kleinere Hersteller so ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass nach dieser Bekanntgabe, dass Baboo einen Verkaufsstopp durchsetzen muss, dass da einige Ingenieure in die Keller gelaufen sind und sich nochmal die Rahmen geschnappt haben, nochmal alles durchgetestet haben und alles durchgerechnet haben. Und das ist gut für uns als Verbraucher, denn wir bekommen bessere und sichere Fahrräder, die wir längerfristig auf der Straße fahren können, ohne irgendwelche Sorgen zu haben. Apropos langlebiger, Trend Nummer 6. Es kommen Cargo-Bike-spezifische Teile. Tektro, Magura, Fahrwerker haben es vorgemacht und ich denke, dass wir in diesem Jahr noch einiges mehr sehen werden. Cargo-Bike-spezifische Anbauteile. Bislang wurden viele Teile für den Lastenradbereich aus dem Mountainbike-Bereich genommen. Aber dort, in diesem Mountainbike-Bereich, sind die Teile ganz anderen Belastungen ausgesetzt als im Alltag auf einem Lastenrad. Die sind vielleicht stabiler, aber vielleicht nicht so wetterfest. Mountainbikes, die für den sportlichen Einsatz gedacht sind, die stehen tendenziell nicht das ganze Jahr draußen zum Beispiel, werden nicht unbedingt auf salzigen, nassen Straßen gefahren und dann auch sofort abgespült, wenn man mit der Fahrt fertig ist. Und somit kommen jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr einige Hersteller mit Lösungen auf den Markt, die speziell für diese größeren Alltagsmaschinen gedacht sind. Federgabeln, Bremsen, Reifen, Felgen, Schaltung, das sind alles Teile, die Cargo-Bike spezifisch ausgeführt sein müssen, um wiederum langlebige und sichere Produkte zu haben. Und ich glaube, dass wir uns da in diesem Jahr auf einiges freuen können. Und der 7. Trend: Motor-Getriebeeinheiten. Pinion hat mit der MGU letztes Jahr einiges durcheinandergewirbelt und hat, glaube ich, auch einige auf dem falschen Fuß erwischt. Dieses Jahr kommen die ersten Räder mit dieser Motorgetriebeeinheit auf den Markt und ich glaube auch, dass wir in diesem Jahr von einigen anderen Herstellern Motorgetriebeeinheiten auf den Messen sehen werden. Revonte ist letztes Jahr leider ebenfalls pleite gegangen. Die konnten nicht weitermachen. Aber Brose hat ein System gezeigt auf der Eurobike im letzten Jahr und der andere große Hersteller mit dem B, der wird das sicherlich auch nicht auf sich sitzen lassen und zumindest mit einem Konzept in diesem Jahr auf die Messe kommen.
Ich glaube sogar ganz fest, dass da nur einer der Ingenieure mal eine Schublade aufmachen muss und das wieder rausholen muss. Und dann können schon die ersten Prototypen gebaut werden. Ich bin mir sicher, dass da schon seit sehr langer Zeit dran gearbeitet wird. Wird es das Ende der klassischen Motor-Getriebe-Kombination sein, also Motor in der Mitte und Getriebe hinten? Nein, ich glaube nicht. Gerade für performance-orientierte Fahrräder, also so Mountainbikes oder Rennräder, wird die klassische Kombination aus Mittelmotor und Hecknabe nach wie vor den Großteil des Marktes einnehmen. Also ich glaube auch, dass langfristig Motorgetriebeeinheiten das Prinzip der Motor in der Mitte und Schaltung hinten nicht ablösen wird, sondern die werden koexistieren und verschiedene Nutzergruppen einfach ansprechen. Und der 8. Trend: Europa. Asien und im speziellen Taiwan sind nach wie vor der Ursprung der meisten E-Bikes, E-Bike-Komponenten, Fahrradrahmen etc. Das meiste kommt einfach aus Asien. Mehr und mehr Hersteller holen die Produktion nach Europa zurück, bauen eigene Produktionsstraßen auf, suchen sich Partner für die Rahmenfertigung, die auch in der Lage sind, nachhaltigere Produktionsprozesse umzusetzen und auch zum Beispiel recyceltes Aluminium zu verwenden. Das wird mehr und mehr kommen und auch mehr und mehr Hersteller werden mit Made in Europe werben. Wird es das Ende der Fahrradproduktion in Asien sein? Definitiv nicht, denn der Vorsprung, der dort vorhanden ist an Expertise, auch an Produktionskapazitäten, den holt man einfach nicht mal eben auf. Und Fahrräder werden halt auch für die ganze Welt gebaut und nicht nur für Europa. Und ich denke mal, dass Fahrradhersteller in Zukunft auch mehr darauf achten werden, lokale Produkte herzustellen. Also Fahrräder für den europäischen Markt werden in Europa gefertigt, Fahrräder für den asiatischen Markt in Asien. Und ich denke auch mal, dass gerade in Mittel- und Südamerika, wenn da der E-Bike-Boom so richtig ankommt, dass dort ebenfalls Produktionswerke für Komponenten und für ganze Fahrräder entstehen werden. Aber das ist alles Zukunftsmusik, das wird noch nicht in 2024, guten Morgen, passieren, sondern das ist ein Prozess, der sich über die nächsten 10, 15 Jahre einfach ausstrecken wird. Aber die Weichen sind gestellt. Das sind die Trends, die wir von der Radelbande in 2024 sehen. Aber was glaubst du, wird passieren? Auf was freust du dich eventuell besonders? Schreib es mal unten in die Kommentare. Lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefällt und wenn du dabei sein willst, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist und diese ganzen Sachen entdeckt. Dann abonniere den Kanal. Tschüss. Bis dann.